Demos sehen, dann nutzen wir immer das CES als Servicegeber, wo wir Maschinen einrichten, und wir nutzen die Lehr- und Forschungsfabrik als Servicenehmer, wo dann eben die Maschinen dort vor Ort in Bochum auch stehen. Unter anderem diese Maschine, die hinter euch steht, die ist auch Teil dieses Systems. Darauf verbinden wir uns dann immer. Ja, aber in der Ruhr-Uni stehen auch noch weitere Maschinen. Da haben wir letztes Jahr ein kleines Projekt gemacht. Ich klicke mal da durch. Die Präsentation, die kriegen wir auch verteilt, also als PDF, die kann man nachher noch lesen. Also zu der Forschung der Digitalisierung, das Digitalisierungsparadoxon, kann ich natürlich überhaupt gar nichts sagen. Das ist das Thema von Michael. Das ist auch nicht Teil unseres Projektes, deswegen gehe ich da mal durch. Das sind interessante Dinge. Also ich kann euch nur empfehlen, das CES mal zu besuchen. Kommt auch ganz am Ende. Wir gehen erstmal in unser Projekt rein. Wie gesagt, habe ich auch erst heute Morgen um 7 gekriegt, von daher habe ich die Präsentation nicht noch angepasst. So fing unser Projekt an. Wie gesagt, letztes Jahr haben wir uns da zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen unter anderem auch mit Unterstützung von Soprasteria, wir wollen gerne von einem Standard ABB-Roboterarm, der da rumsteht, der hat einen OPC-UA-Adapter, von dem wollen wir Daten sammeln und im ersten Schritt diese Daten aggregieren, ganz einfach. Das ist ein ganz einfaches Use Case genommen, bewegt sich der Roboter, ja, nein. Ne? Wenn er sich bewegt, dann sollen über den CES-Tenant an ein SAP 4 HANA war das, glaube ich, ne? Eine Information gegeben werden, das Ding bewegt sich jetzt und jetzt schreibt eine Rechnung für die Zeit. Ne? Was haben wir abgedeckt? Einmal natürlich, ich kann den Roboter an sich als Komponente verkaufen und kann jetzt auch noch Transaktionen, Sensorik zusätzlich als Pay-Per-Use-Modell anbieten. Ne? Also ein ganz neues Geschäftsmodell haben wir letztes Jahr präsentiert. Darüber gibt es auch mittlerweile ein White Paper. Das verteilen wir auch. Das ist jetzt auch pünktlich fertig geworden. Und jetzt haben wir diese Geschichte ein bisschen weiter gedacht und haben gedacht, wir stellen diesen Simulator für Servicegeschäfte in der Ruhr-Uni aus. Also da wird es jetzt zukünftig eine Area geben in der Lehr- und Forschungsfabrik, wo eine Simulation aufgebaut wird. Wie kann ich Daten sammeln? Wie kann ich diese Daten auswerten, visualisieren, über welche Standardwege? Und wie kann ich daraus neue Geschäftsmodelle, Pay-Per-Use-Modelle berechnen? Like Lizenzmodelle, also Leasingmodelle, reine Datenmodelle, also Pay-Per-Use-Modelle. Und dafür wird es diesen Simulator geben. Hier sieht man das Ding, den Roboter, der wird dort benutzt, um Batterieelektrolyse zu befüllen. Ja, und jetzt kann man sagen, okay, wie bewegt sich der, wurde der gekauft für diese Taktzahlen, hebt er zu schwere Dinge, ist er in Crash-Modus gefahren, etc. pp. Das kann ich hier alles analysieren. Theoretisch könnte man in dieses Labor oder diesen Shopfloor auch jede andere Maschinenkomponente hinstellen und dann eben darüber probieren, wie wartungsanfällig sind die und welche Dienste von meiner Maschine kann ich als as-a-Service dann anbieten. Ne, weil das große Problem in der Vergangenheit, wir haben in der Vergangenheit immer wieder über solche Modelle gesprochen, auch mit Maschinenbauern, war immer, wenn ich jetzt eine Maschine produziere, verdiene ich 5 Millionen an der Maschine. Ne, wenn ich die als as-a-Service irgendwo hinstelle und das ist mein Business, dann dauert es eine Weile, bis ich 5 Millionen verdient habe. Ne? Aber wenn ich die Maschine erstmal als Grundstück dahin stelle und dann Added Services als as-a-Service anbiete, dann ist das sicherlich interessanter. Wie sind wir vorgegangen? Die Fertigungslage, wie gesagt, wir wollten natürlich, wenn ich jetzt ein Produkt designe, was nachher 20 € im Monat kostet, dann macht sich das nur bezahlt, wenn ich das automatisiere. Da kann jetzt nicht jemand dazwischen sitzen. Ich bekomme die Daten, der Roboter wurde eine Viertelstunde benutzt und jetzt muss jemand eine halbe Stunde lang eine Rechnung schreiben, ne, und dem das da hinschicken. Ne? Dann habe ich irgendwie was falsch gemacht. Ne? Das heißt, ich überlege mir den Prozess und ich skaliere dann. Ne? Ich habe einmal investiert in den Prozess, einmal das Modell aufgebaut und ich skaliere dann den Rollout. Das haben wir 2024 gemacht. Es
ging relativ schnell. Wie gesagt, die Projektteilnehmer, also Media, Soprasteria, CES und die Ruhr-Uni an sich waren da dabei. Dann haben wir das Ganze modelliert, neue roboterbasierte Produktion. Wie kann die nachhaltig arbeiten? Das heißt, wir nehmen jetzt nicht nur ein Modell, also eine Kennzahl, der Roboter bewegt sich, er muss bezahlt werden, sondern wir haben jetzt Temperaturen, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen. Wir überlegen, arbeitet der nachhaltig oder könnten wir in kürzere Intervalle, wenn man ihn anders positioniert, kann er dann weniger Ausfallraten, weniger wartungsanfällig sein, etc. Solche Modelle werden berechnet. Haben dann natürlich auch ein schickes Dashboard, auch wieder hier das Ding, Dashboard gebaut, um diese Daten letztendlich zu visualisieren. Die Infrastruktur haben wir gestern schon mal bei Kai gesehen. Wir haben hier den Roboter, den wir absolut nicht kennen. Das ist nicht mal, die Ruhr-Uni kennt ihn nicht, wir kennen ihn nicht. Er stellt Standardinformationen zur Verfügung. Es wird gelesen, es wird gespeichert, die gespeicherten Daten werden repliziert und sie werden hier für den Kunden visualisiert. Das Ganze haben wir in, ich glaube, nicht mal 2 Wochen Projektlaufzeit mit dem neuen Modul hingebaut. Funktioniert auch bei einem anderen Kunden in dieser Art. Also relativ einfach, relativ zeitnah. Und jetzt könnt ihr jetzt das CES zum Beispiel überlegen, gemeinsam mit euch, welche Aktionen können wir bei der Standardmaschine, die ihr verkauft habt, denn hier als Pay-per-Use-Modell anbieten. Was können wir uns überlegen, neue Ideen zu generieren, um über den gesamten Lebenszyklus der Maschine, so eine Maschine, haben wir auch bei Evalence gehört, läuft manchmal 25 oder noch länger Jahre. Dann habe ich die einmal verkauft, das ist ein neues Geschäftsmodell für dich, Dominik. Ich habe die einmal verkauft, ist super, aber die 25 langen Jahre kann ich permanent irgendwie Geld mit denen verdienen. Wenn ich das automatisiert habe, dann ist das auch schön, wenn ich jeden Monat oder jeden Tag nur 50 € kriege. 25 mal 25 Jahre ist das ein signifikanter Wert. Und das mal 3500 Maschinen, in deinem Fall, ist nochmal ein signifikanter Wert. Wir sind dann natürlich, oder nicht wir, um Gottes Willen, das CES ist dann hingegangen und hat die Daten natürlich analysiert und weitere mögliche Optionen und Risikoverteilung ermittelt. Welche Erlösmodelle kann ich nehmen? Kann ich ein Leasingmodell nehmen? Also diese ganzen Gedanken macht man sich dann zusammen mit dem Forschungsinstitut in der Ruhr-Uni und die unterstützen die Maschinenbauer dabei, machen entsprechende Simulationen, wie gesagt, und gerne auf den Michael zugehen, wenn er wieder gesund ist. Jetzt lassen wir ihm erstmal ein bisschen Zeit der Regeneration und das CES besuchen. Also direkt in Bochum, total super modernes Gebäude. Wer noch nicht da war, herzliche Einladung an alle, die sich da berufen fühlen, neue Geschäftsmodelle mit denen zu verproben und mit denen in die Forschung gehen. So viel zum CES. Es wird hiervon ein White Paper geben. Das andere White Paper von letztem Jahr ist fertig. Das werden wir verteilen an alle Teilnehmer und natürlich auch über LinkedIn und unsere Webseite zur Verfügung. Auch im CES wird es geben. Und wenn der Simulator fertig ist, wird es auch eine Präsentation geben dort. Und dann kann man das live und in Farbe vor Ort sehen. Vielen Dank. So, dann wären wir in einem Rückblick. Genau, also von den letzten 2 Tagen, ein Rückblick des Tages, Rückblick der letzten 2 Tage. Ich hatte noch ein Thema, wo ich schon eine Wortspende versprochen habe und was Thema für mich sehr wichtig ist. Das ist den Christian über die Asset Administration Shell. Vielleicht kannst du nachher noch was sagen, schon mal vorbereiten. Ich von meiner Seite muss sagen, Bombe. 2 Tage, viel Information, viel Kooperation und Kollaboration. Und mich freut es immer ganz besonders, wenn die Leute hier rausgehen und sagen, yo, ich habe was mitgenommen, ich habe Ideen mitgenommen für mein Geschäft, ich habe Kontakt mitgenommen, der mir bei den ein oder anderen Ideen helfen kann und unterstützen kann. Und ja, würde mich freuen an dieser Stelle,
euch bald wiederzusehen. Auf jeden Fall. Dann würde ich